ist dann so, boah. Ja. Ja, das war eine sensationelle Tour. Wir haben wahnsinnig viel von KISS gelernt. Die waren also sehr hilfreich. Und dann haben wir irgendwann mal nachgefragt und haben gesagt, ja, ihr seid als Nazi-Band verschrien hier in Frankreich. Da hat die Scorpions das erste Mal gesehen mit ihrer, weiß ich, allerersten Besetzung. Fand ich furchtbar. Sorry. Das war dann so das Ende von Accept. Wir sind gerade noch im Tourbus vor der Rockfabrik in Ludwigsburg. Heute Abend spielt Udo Dirkschneider. Es ist die letzte Tour mit Accept Songs. Richtig. Und wir haben jetzt noch mal eine kurze Gelegenheit, mit Udo zu sprechen und freuen uns sehr. It is 1999. The human race has to face it. They are confronted with the truth. It's secret. It's the Wir fangen mal ganz am Anfang an. Ich habe mal verschiedene Sachen gelesen, viele Artikel gelesen. Das erste Konzert mit eurer Stammformation damals habt ihr im Haus der Jugend in Solingen gespielt. Kannst du dich noch an diese Anfangstage erinnern, wie das war, noch in kleinen Clubs? Ja, aber da haben wir schon gespielt, da gab es noch gar keinen Wolf Hoffmann oder Peter Baltes oder Stefan Kaufmann, weil mit der Besetzung, die ich davor hatte, haben wir eigentlich auch schon viele Haus der Jugend Sachen gemacht, in Solingen im Umkreis Wuppertal. Und dann, sag ich mal, hat sich das so langsam ergeben, dass ich nach den richtigen Musikern gesucht habe, wo das alles zusammenpasst. Und sagen wir mal, das war dann so um 76 rum. Ja. Und vorher haben wir eigentlich schon seit 71, 70 schon viel gespielt, aber eine komplett andere Besetzung. Ja. Die Metal-Szene war damals ja noch wirklich ganz in Anführungszeichen, falls du auch Metal-Szene nennen kannst. Hardrock. Hardrock-Szene, ja gut. Wie hast du das damals wahrgenommen? Gab es das schon in Deutschland eine nennenswerte Szene oder war das wirklich so, man hat sich nur aus verschiedenen Stilrichtungen zusammengefunden? Es gab die Scorpions, dann gab es sehr interessante Bands aus Holland. Gab da Bodine, ach was weiß ich, also ich war viel in Holland und habe mir viele Bands auch angeguckt. Damals gab es da einen sehr guten Club in Mörs, da hieß sich Scala, da hat so alles gespielt, was Rang und Namen hatte. Da hat die Scorpions auch das erste Mal gesehen mit ihrer, weiß ich, allerersten Besetzung, fand ich furchtbar. Sorry. Aber es war halt interessant, man konnte schon merken, da ist irgendwo was. Und da mal die ganze Sache in der Form, die Art von Musik, die gab es da eigentlich gar nicht in der Form. Ich glaube, wir waren da auch schon ziemlich früh sehr eigenständig. Wir haben also, klar, am Anfang schon Coversachen gespielt, 10 Years After und Black Sabbath und solche Geschichten. Aber wir haben sehr früh angefangen, auch eigene Songs zu schreiben. Und daraus hat sich eigentlich dann so auch diese ganze Accept-Geschichte entwickelt. Ich habe auch gelesen bei den Coversongs, ihr habt auch eine Zeit lang Queen-Songs gecovert. Ja, Stone Cold Crazy. Wie klingt's, wenn Udo Dirkschneider Queen singt? Ja, das war damals aber schon heftig. Also Stone Cold Crazy ging schon richtig zur Sache. Ja. Und dann habe ich dann so auf mich ein bisschen umgemünzt, hat aber gut funktioniert. Kam immer hervorragend an. Sehr schön. Ist eigentlich auch schon fast ein Metal-Song gewesen. Ja, im Prinzip kann man schon sagen, sehr nach vorne. War schon ziemlich weit vorne. Ich habe eine Geschichte gelesen, dass ihr eine Tour gespielt habt, Ende der 70er, zusammen mit Extra Breit, bevor die ihren großen Durchbruch auch wiederum hatten. Ja. Und ich habe nur die Info gefunden, die Tour wäre ein Debakel gewesen. Sagen wir mal so, es war im Prinzip ein Desaster. Und zwar hatte damals unser Label die geniale Idee, uns mit Deutschrock-Bands zusammenzupacken, wo ich dann Sturm gelaufen bin und gesagt, also irgendwie stimmt hier irgendwas nicht. Und das war also wirklich nicht unbedingt die Idealtour, ja. Das war ganz eigenartig und dann hat sich dann auch ganz schnell erledigt. Ja. Wobei, da gab es später auch noch weitere Bestrebungen. Ich glaube, das war sogar nach I'm a Rebel, dass das Label euch Richtung NDW bringen wollte, deutsche Texte singen und so weiter. Ja, man hat versucht, uns dann, sagen wir mal, auf Deutschrock umzumünzen oder Krautrock, wie man es damals genannt hat. Und da habe ich aber eigentlich immer gesagt, nee, mache ich nicht und ich will Englisch singen. Das hat nichts damit zu tun, gegen die Heimatsprache, oder die Muttersprache. Aber das war einfach irgendwie, für mich war das Rock'n'Roll und da gehört Englisch. Das ist auch besser zum Singen. Ja, auf jeden Fall. Und international einfach auch leichter zu verstehen. Wo ich gerade schon I'm a Rebel erwähnt habe, also so ziemlich alle großen Accept-Songs wurden auch von dem Mann geschrieben. I'm a Rebel ist tatsächlich eine kleine Ausnahme, der kam über Umwege zu euch, der war eigentlich für ACDC gedacht. Wir waren bei unserem Publisher im Keller unten, haben da ein paar Demos-Songs aufgenommen fürs Album und dann meinten die, wir haben da einen Song von AC/DC, wollen die nicht machen, hört euch den mal an, könnt ihr haben.
Dann haben wir uns den angehört, also mit Bon Scott, da war eine 8-Spur-Aufnahme, also wirklich auch eine ziemlich, sag ich mal, ja, man konnte gerade so erkennen, wie der Song gehen sollte. Und dann haben wir gesagt, okay, der passt zu uns, ja, und den spiele ich heute noch. Ja, und auch bis heute eine große Nummer. Ja, auf jeden Fall. Eine andere starke Nummer, die mich als Kind sehr beeindruckt, das war der allererste Accept-Song, den ich kannte, war Fast as a Shark. Für mich auch das erste Speed-Metal-Stück, was ich jemals in meinem Leben gehört habe und was, glaube ich, auch eins der ersten einfach war. Ja, das wussten wir damals auch nicht. Nee, wir haben noch eine Stilrichtung erfunden. Es war eigentlich so, dass wir den Song gar nicht machen wollten, weil alle dann auch im Studio gesagt haben, Gottes Willen, was ist das denn irgendwie, das hört sich kein Mensch an, das ist ja, kann man nicht machen. Dann haben wir gesagt, nee, komm, das machen wir, haben im Prinzip dann vorne noch so einen kleinen Scherz gemacht mit diesem Ideador da. Und ja, wir wussten damals auch wirklich nicht, dass das der erste Speed-Metal-Song überhaupt war. Ja. Also dann haben wir hinterher mal Metallica und welche Bands uns darauf angesprochen haben, ja gesagt, das war's. Ja. Das war das Ding, ja. So, und das ist schon sehr interessant. Ja. Und das war noch bevor Metallica mit Hit the Lights mal Gas gegeben haben. Genau. Und hatte ja wirklich eine Besonderheit. Auf der einen Seite Speed Metal mal nebenbei erfunden und gleichzeitig Volksmusik und Metal zusammengebracht. Also. Ja. Ja, da war auch interessant. Ich meine, dieses Ideador, da ist auch durch einen ganz komischen Zufall gekommen. Und zwar hat irgendwie, da ist Dieter Dierks, der ist ja Produzent von Scorpions, der hat mit einem kleinen Mädchen zusammen gesungen, da war er 12 oder so. Und da hat uns das mal die Mutter von Dieter vorgespielt und haben gesagt, ja, das ist gut, das nehmen wir. Und haben dann auch noch die schön zerkratzt. Die war überhaupt nicht glücklich. Aber es klang sensationell. Ja, das war, manchmal glaube ich, verrückte Sachen sind manchmal wirklich sehr, sehr interessant und bleiben dann auch hängen. Ja. Ja. Ein weiterer Song, der so ein bisschen aus dem normalen Muster ausgebrochen ist, für mich zumindest, war Winter Dreams. Das war eine Ballade bei Balls to the Wall, war die bereits drauf. Und das war noch bevor in den 80ern oder Mitte der 80er irgendwann, das war quasi eine Pflichtübung war, von der Rock- oder Metalband eine Ballade zu haben. Gehörte also zu den ersten, die ich auch da mal wahrgenommen habe. Wie wurde es damals aufgenommen? War das irgendwie von den Fans gewünscht? Hatten die Schwierigkeiten mit? Oder? Nee, sag mal, Balladen ist immer so eine Sache. Also für mich ist so, entweder hast du eine gute Ballade, dann kannst du die machen, die muss aber dann noch zu mir passen. Ja. Und wenn nicht, dann auch nicht. Ja? Aber Winter Dreams passte. Und ja, dann haben wir gesagt, du, warum nicht machen? Passt ja auch gerade zu der ganzen Jahreszeit, das passt alles zusammen. Und ja, und das wurde gut aufgenommen. Also da hat keiner irgendwie gesagt, oh Gott, was machen Sie jetzt? Versuchen Sie irgendwie Radiohit oder so. Ja, das kam jetzt später. Metal hat dann. Ja, ja. Der richtig großen internationalen Touren, die er dann in der Anfangszeit der 80er gemacht hat, war mit KISS zusammen. Ja. Muss gut gelaufen sein. Also ich habe in den Credits bei Metal Heart auch gelesen, dass es dann People We Love to Remember, steht auch KISS drin, Ozzy Osbourne wird auch genannt. Wie sind deine Erinnerungen an die Tour mit KISS? Ja, ich meine, das war natürlich auch Amerika, das war so, ja, sag ich mal, so ein, wie sagt man, Übernachterfolg. Das Album kam raus, wurde über Nacht in 120 Radiostationen gespielt. Also hat auch keiner mit gerechnet mit Balls to the Wall. Und ja, und dann unsere Managerin Gabi Hoffmann, die kannte KISS ganz gut. Die hat da wohl irgendwie, war die da, sag ich mal, so involviert. So, und dann kamen wir nach Amerika und dann stand ich, werde ich nicht vergessen, in einer riesen Halle, ich glaube so 15.000, 18.000 da, auf der Bühne für Soundcheck. Ich habe gedacht, um Gottes Willen. Ja, so, und dann, ja, das war eine sensationelle Tour. Wir haben wahnsinnig viel von KISS gelernt, die waren also sehr hilfreich. Die haben sich fast jeden Tag die Show angeguckt. Krass. Die haben uns wirklich, sag ich mal, auch ein bisschen amerikanisches Entertainment beigebracht, weil sie kannten nur noch Europa und sie kannten nur klar, Amerika. Und dann haben sie uns gesagt, na, mach das mal ein bisschen anders, mach das mal so und so und so. Also dann haben wir sehr, sehr viel gelernt auf dieser Tour. Ja, und dann sind wir eigentlich von 84 im Nacht ist die Tour, glaube ich, losgegangen. Und Ende 86, also sagen wir mal so bis dahin, haben wir fast in Amerika gelebt. Ja. Also wir waren ja da auf Tour ohne Ende und haben hinterher selber Hallen 10.000, 15.000 Hallen voll gemacht. Ja. Also das war schon
Das war eine gute Schule, auf jeden Fall. Und ihr habt auch in der Zeit ein Festival gespielt in Amerika vor über 100.000 Menschen. Ja, das muss doch überwältigend sein, gerade als junge Das Band. war damals so, ja, das war auch so. Das war, ich glaube, auf so einem Skigebiet und dann hieß da irgendwie, da sind über 100.000 Menschen. Das war, um Gottes Willen. Und dann musstest du dann auf die Bühne und hast gedacht, so, naja, mal gucken, was passiert. Aber das hat funktioniert. Ja. Ja. Also das ist schon toll, muss ich sagen. War tolle Erlebnisse, auf jeden Fall in Amerika. Wo wir bei Tourgeschichten sind, eine Tour, da habe ich mich auch gefragt, wie das voll abgegangen ist, mit Mötley Crüe zusammen. Ich habe in ihrer Biografie The Dirt gelesen, wenn nur die Hälfte stimmt. Habt ihr deutlich mehr erlebt, als alle unsere Zuschauer, mich eingeschlossen, in ihrem kompletten Leben jemals tun werden. War es wirklich so krass? Sex and Drugs Ich sag mal so, Mötley Crüe, ich bin sehr gut befreundet mit Mars, den kenne ich schon, bevor er bei Mötley Crüe war. Und ich sag mal so, ist schon keine Band, die, sag ich mal, gerade Mönchsabteilung ist, ja, wollen wir mal so ausdrücken. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir kannten uns auch schon aus LA und für die war das auch, die waren Fans. Und das ist natürlich immer gut, sag ich mal, wenn der Main Act Fan ist auch. Und wir hatten da auch überhaupt keine Probleme mit Soundcheck oder irgendwelchen Geschichten. Und nee, das war auch eine tolle Zeit. Also muss ich sagen, mit allen Bands eigentlich. Wir haben mit Iron Man, glaube ich, 2 Mal getourt, glaube ich, in Amerika. Mit Ozzy Osbourne. Also das ist alles irgendwie nie so gewesen, dass wir irgendwie da irgendwie, ich sag mal, auf Deutsch verarscht worden sind oder irgendwie sowas. Ja. Nee, im Gegenteil. Das war immer alles sehr nett, angenehm und waren alle sehr hilfreich. Iron Maiden ja und anderem die World Slavery Tour, was glaube ich so das größte Bühnenset aller Zeiten war. Ja, der verdammt hat schon gewaltig. Ja. Das war sehr eindrucksvoll damals auf jeden Fall. Wir haben gerade vorher schon mal kurz Metal Heart angesprochen. Ihr habt ja nicht nur Volksmusik und Metal zusammengebracht bei Fast as Shark, sondern auch Klassik. Und Metal und auch das lange bevor es die ganzen Symphonic Metal Bands gab, wo dann irgendwie Rhapsody und ähnliches später raus hervorgegangen ist, Jahrzehnte zuvor. Wie kam das zustande? Ja, das kam eigentlich auch, war eigentlich auch nicht geplant. Das war genauso wenig geplant wie Heidi Adore da. Das war dann irgendwann mal nachts im Studio, hat der Wolf irgendwann da angefangen, die Elise zu spielen. Und dann meinte er, ach, das passt ja. Und ja, wieder mal eine Sache, die eigentlich gar nicht geplant war, aber im Endeffekt, sag ich mal, gut funktioniert hat. Ja. Und tatsächlich Geschichte geschrieben hat. Also es ist, glaube ich, eines der meist mitgesungenen Gitarren-Soli ever. Auf jeden Fall, ja, so ungefähr. Trademark von euch wurden auch die Militäroutfits, also besonders bei dir. Wurde das auch mal missverstanden oder? Ja, und zwar habe ich damit angefangen 82, also so Restless so Waldge-Sachen. Aber wir haben versucht, irgendwie anders auszusehen. Weil damals in den 80ern, also da musstest du natürlich auch gucken, dass du dich abhebst, also musst man irgendwas machen. Sag ich mal, die Band war in Schwarz, also auch ein bisschen militärisch schon, aber das waren alles Karnevalsorden. Das hat am Anfang auch keiner verstanden. Ja, ja, ist so gewesen. Und eben mich haben sie, glaube ich, etwas überrumpelt, weil wir waren dann irgendwie in Hamburg unterwegs und wegen Bühnenklamotten und dann, ach ja, zieh das doch mal an, da in so einem Militärshop. Und dann meinten die alle, oh, das ist es. Ich sag, nee, Kinder, kommen also irgendwie lange Haare noch so bis hierhin. Ich sag, nee, also nicht wirklich. Und ja, dann habe ich mich überreden lassen und gesagt, okay, komm. Was natürlich als nächster Schritt kam, die langen Haare passten natürlich dazu überhaupt nicht. Ja. War natürlich, meinst du könntest dir die Haare stellen lassen. Das war natürlich bei mir ganz wunderschön. So, okay, habe ich auch gemacht, aber ich muss da sagen, da hat unsere liebe Gabi Hoffmann einen guten Blick gehabt, einen guten Riecher, was zu mir passt. Also sie hat genau erkannt, wie ich am besten wirke, ja, und wie man den Charakter daraus kehren kann. So, das war natürlich alles schön.
Und ja, Probleme gab es in Polen und in Frankreich. In Frankreich ganz besonders. Überall hat alles wunderbar funktioniert. Keiner hat da irgendwie eigentlich großartig Anschluss dran genommen. War halt auch anders. Ja. Wow, das gab es noch nicht in der Form. Und in Frankreich waren wir wirklich Nazi-Band. Natürlich ich mit blonden Haaren, blauen Augen, Militär. So, und in Frankreich ging gar nichts. Und dann haben wir irgendwann mal nachgefragt und haben gesagt, ja, wir sind als Nazi-Band verschrien hier in Frankreich. Und dann haben wir dann eine Promo-Kampagne gestartet und danach hat es irgendwie funktioniert und keiner hat sich mehr irgendwie dran gestoßen. Ja. Es war halt nur, ich glaube, es ist immer noch so in Polen, das ist wirklich kein Scherz, singe ich kein Heidi Heido da. Ja. Okay. Habe ich jetzt gerade, wir haben in Warschau gespielt. Ja. Lass ich komplett weg. In Frankreich mache ich auch kein Heidi Heido da, weil da geht ein Pfeifkonzert los. Ja, auch heute noch. Wahnsinn. Das ist irre. Obwohl eure Texte ja wirklich gar keinen Anlass dazu Nee, der hat überhaupt also. auch keinen. Wir haben wirklich mal nachgeforscht, auch mit Accept. Wir können nicht auf irgendwelchen historischen Dokumentarfilmen aus dem Zweiten Weltkrieg feststellen, dass die Deutschen damit einmarschiert sind. Ja? Nein. Also wirklich, wir haben uns da wirklich mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Das ist wirklich noch in Frankreich und in Polen No-Go. Krass, okay. Bei der Look hat ja trotzdem auch das Image der Band geprägt. Ich frage mich, welche Richtung Accept oder auch du vom Style genommen hättest, wenn du Richtung Glamrock gegangen wärst. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert hätte. Nee, das hätte überhaupt nicht nicht funktioniert. Du gewesen, oder? Nee, ich glaube, für mich Accept, das Geheimnis war eigentlich Beauty and the Beast. Ja, also ich war das Beast und sag mal, der Rest war so ein bisschen mehr. Das Schöne, das hängt auch mit der Musik, mit dem Musikalischen zusammen. Ja, wir haben schon viele Melodien gehabt auch, aber ich habe obendrauf eben halt diesen Gegensatz gesetzt. Ja? Und das war meiner Meinung nach Geheimnis von Accept. Ja. Das Ende von Accept kam für mich damals sehr, oder ja nicht das tatsächliche Ende, aber das Ende mit dir, die Zeit mit dir, was so ein Schlusspunkt und ich glaube auch eine Zäsur für ganz viele Fans war, kam relativ überraschend. Russian Roulette war auch noch erfolgreich und war auch ein super Album, hat auch in die Zeit gepasst. Warum trennt man sich denn? Warum trennt man sich? Das habe ich mich damals auch gefragt, warum man wirklich, das ist ja kein Scherz, ich bin ja nicht gegangen, sondern sag mal freundlich gegangen worden aus der eigenen Band, ist natürlich auch so ein Hammer, aber egal. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, da waren so viele Businessleute drumherum. Das hat sich schon so ein bisschen bei Metal Hard angedeutet. Man wollte, glaube ich, irgendwie, ich weiß es nicht, Bon Jovi nacheifern. Es ging eigentlich hauptsächlich um Amerika. Ja, ich weiß nicht, was sie da erreichen wollten, keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß es, nee, die Stimme, das, was wir jetzt da machen wollen, passt das nicht mehr zu. Und da hat man sich, glaube ich, ganz gefährlich vertan. Ja? Und dann haben sie dann Eat the Heat gemacht. Und dann war es vorbei. Und das ist ganz böse abgestürzt, obwohl da gute Songs drauf sind. Also ich meine, ich kenne die Songs, die sie eigentlich machen wollten. Wenn sie die gemacht hätten, das wäre wahrscheinlich noch böser geworden. Also sie haben schon noch gedreht, versucht, das doch wieder so acceptmäßig klingen zu lassen, wie es eben gerade ging. Ja, und dann waren sie auf Tour 6 Wochen und alles war vorbei. Und das ist, sag mal so, das ist eigentlich das Traurige damals gewesen. Ja, sag mal, da ist irgendwas kaputt gemacht worden, wer auch immer das gemacht hat, im Endeffekt. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Ja. Und dadurch sind natürlich auch viele, sag ich mal, böse Geschichten aufgekommen, etc. etc. Ja. Das ist eine lange Story. Für mich war das eigentlich ziemlich einfach. Animal House war eigentlich der Nachfolger von Russian Roulette. Ja. Dann haben die gesagt, ja, die Songs kannst du alle nehmen, wunderbar, die brauchen wir ja sowieso nicht machen. Danke. Ja. Und bis heute ein großartiges Album. Ja, und ein wunderbares Album wäre mit Sicherheit der Riesenknaller nach Russian Roulette gewesen, mit Accept, aber... Und für mich war eigentlich ziemlich einfach, ich habe ziemlich schnell neue Musiker gefunden. Ich war direkt auf Europa-Tournee, ich war mit Guns N' Roses in Amerika auch unterwegs. Also ich habe da, für mich ging das eigentlich nahtlos weiter. Ja. Und das war dann so das Ende von Accept eigentlich. Ja. Für mich ging es damals eigentlich auch nahtlos weiter. Ich habe da in Hard and Heavy damals noch Fernsehsendung mit Annette Hopfenmüller, die es bei Tele 5 gab, They Want War gesehen als ersten Videoclip zum Album und dachte, genauso muss das nächste Accept-Album eigentlich klingen. Yep. Und ich konnte es nicht nachvollziehen. Also ja, das konnten damals viele Leute nicht und mir hat hinterher mal Dieter Dierks bei einem Bier gesagt, das war der größte Fehler aller Zeiten. Ja. Ja, das glaube ich. Aber bitte,
alles, ja, soll man sagen, so schön History. Aber vor allen Dingen, es war auch ein guter Auftakt für deine eigene Band, UDO. Oh ja, auf jeden Fall. Und die hat ja bis heute auch bestanden. Damit geht es auch nach der Tour wieder weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn hier diese Dirkstaller-Geschichte zu Ende ist, ich weiß zwar noch nicht wann, also das wird langsam unheimlich, aber ist egal, beantwortet viele Fragen, wollen wir mal so sagen. Dann werden wir ins Studio gehen, also geplant ist Anfang nächsten Jahres werden wir ins Studio gehen mit einem neuen UDO-Album arbeiten und dann wird, ich denke mal so Ende 2017, werden wir dann wohl wieder auf Tour gehen. Ja. Und das ist auch ganz gut so, diese Geschichte kommt eigentlich auch gar nicht so ungelegen. Wir haben die letzte Zeit ziemlich viel getourt und waren ziemlich präsent und jetzt ist UDO mal so ein bisschen im Hintergrund. Der ersten UDO-Scheibe Animal House waren mit Frank Rittel und Peter Szigeti auch zwei ehemalige Warlock-Mitglieder mit dabei. Wie kam das zusammen? Ja, das war eigentlich ziemlich easy. Mit Peter kannte ich vorher schon. Rittel, ja, das hat dann Peter praktisch mitgebracht. Hat im Studio eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber danach kamen so ein paar Sachen, wie man so schön sagt, man hat so das Bauchgefühl, das passte so persönlich nicht so richtig. Ja. So, und da habe ich leider kurz vor der Tour umdenken müssen. Ja. Schade eigentlich, weil ich treffe den Peter heute noch öfters, also wir sind ja immer noch gute Freunde. Auch ein wichtiger Punkt für mich im Business. Also ich habe mich zwar mit vielen Leuten schon gestritten, aber wir können mal noch ein Bier zusammen trinken, bis auf gewisse Leute, wo das nicht geht. So wer sagt. Könnte es sein? Und da musste ich leider umschwenken. Und ja. Zurück zum Konzert heute Abend, die aktuelle Dirk Schneider Tour, das letzte Mal, Accept Songs. Wird es dir nicht fehlen? Glaubst du, es tut nicht irgendwann weh zu sagen, ich spiele Metal Hard, Boards the Wall und so weiter nicht mehr bei den UDO-Konzerten, auch wenn du natürlich genug eigene Klassiker hast? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt immer so für mich selber, es ist nicht einfach, muss man zugeben. Aber ich muss, glaube ich, für mich selber auch mal einen Schnitt machen. Ja? Ich muss sagen, so, Buch zu. Und das ist es jetzt erstmal eher. Und ich habe immer das Problem, viele Leute kommen daran und sagen, ja, warum spielst du noch mehr Accept-Songs? Die anderen sagen, warum spielst du überhaupt Accept-Songs? Du hast 15 UDO-Alben. Um all diesen ganzen Sachen aus dem Weg zu gehen und auch diese ewige Fragereien nach Accept und dieses Ganze, da habe ich auch echt ganz ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Ja. Weil im Prinzip ist alles gesagt. Mein UDO gibt es länger als Accept. Wir haben mehr Alben als Accept. Ja. So, und nee, das macht hier einen Höllenspaß. Den Leuten macht das auch einen Höllenspaß. Ich sehe das, ja, das ist auch, das wird es auch geben als DVD und Live-CD auf jeden Fall. Und danach ist dann, sag ich mal, Feierabend. Ein kleines Türchen ist da offen, so ein ganz kleines. Sollte sich die Band Accept mal auflösen in naher Zukunft und ich noch mit UDO unterwegs sein, dann besteht da schon die Möglichkeit, dass ich dann wieder Accept-Songs in Programm nehme. Aber zurzeit sage ich immer, Kinder, Accept ist da, geht dahin und bitte. Die spielen die Songs, ja. Ja, wobei viele wollen halt trotzdem die Originalstimme hören, damit ja, ein ganz besonderes Gefühl verbunden ich weiß. Aber ich meine, das ist auch so, immer diese Vergleiche, da habe ich auch keinen Bock drauf. Die spielen ja auch Metal Hard, die spielen Boards, die spielen Princess. Und dann kommen die Leute an, ja, aber das war ja irgendwie, der macht das ja besser als du. Und sag ich, ja, das ist schön, freu dich doch. Oder, ja, das sind so ganz komisch, da habe ich keine Lust mehr drauf. So, und um alles in diesen ganzen Vergleichen und alles aus dem Weg zu gehen, habe ich gesagt, so, wir machen das noch einmal. Wir wollten ja nur ein paar Konzerte damit machen, eigentlich ganz speziell. Und das hat sich ja hier zum Ding entwickelt. Also, naja, bitteschön, gut. Wollen ja nicht meckern. Aber ja, und das war's dann erstmal. Dann genießen wir es jetzt nochmal in vollen Zügen, freuen uns dann auf die nächste UDO-Scheibe und dann geht's im nächsten Jahr weiter. Jetzt erstmal noch viel Spaß. Dankeschön, Udo. Bitte.